bezahlt haben? Ich glaube, das war Manisch. Oh nein, deine Schwester hat die volle Ladung abbekommen. Oh oh, das ist ihre absolute Lieblingsbluse. Arme Miri, solche Knaller passieren ja ständig. Also, wie gesagt, tut mir echt leid. Da habe ich wohl nicht richtig aufgepasst. Schon okay. Macht doch nichts. Volltreffer. Unsere Wohnung ist gleich die Treppe hier hoch. Ich würde vorschlagen, ihr kommt mal mit und ich gebe euch ein paar trockene Klamotten. Aber das geht doch nicht. Oder? Also ich fände ein trockenes Hemd gar nicht schlecht. Sie klebt irgendwie. Ich weiß, dass Sie auf meinen Rat keinen gesteigerten Wert legen, aber ich denke immer noch, Sie sollten Ihren eigenen Namen in das gefälschte Testament eintragen. Schließlich wird Hannes für seine Mutter noch interessanter, wenn er Haupterbe wird. Was denn? Soll das heißen, Sie haben Tanja von Anstetten kennengelernt? Habe sie nur einmal bei Degenhardt gesehen. Sie macht nicht gerade einen bescheidenen Eindruck. Ach, was soll's. Immerhin habe ich das alleinige Sorgerecht. Könnte natürlich nicht schaden, wenn ich mich beim Jugendamt etwas absichere. Ich werde jedenfalls nicht zulassen, dass mir irgendjemand meinen Sohn oder mein Erbe wegnimmt. Weder Carla noch Tanja. Du wirst für das, was du mir angetan hast, bezahlen. Das verspreche ich dir. Hannes! Ach, jetzt dachte ich, ich hätte Hannes gesehen. Na, wie oft waren Sie hier, um ihn zu suchen? Einmal, zweimal, 100-mal? Und war das auch die Stelle, an der Sie sich Ihren ersten Schnaps reingepfiffen haben, als Sie gemerkt haben, wie sehr Ansgar Sie hasst? Wissen Sie, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe? Ich lag am Strand auf und ich könnte nicht haben. Jetzt. Wie gefällt dir das, du mieses Dreckstück? Selbst zum Töten sind Sie ja zu feige. Sich wegen dir die Finger schmutzig zu machen, lohnt sich nicht. Das ist echt eine Ewigkeit her. Wenn das Boxen so einen Spaß macht, warum hast du denn dann aufgehört? Früher bin ich ohne Boxen gar nicht klargekommen. Und als ich dann für meinen Vater in den Knast gegangen bin, da war es eben vorbei mit Boxen. Aber jetzt wird's mal wieder Zeit. Ist auch ganz gut, um mich abzureagieren. Seit ich weiß, dass Coco jemand anders geküsst hat, da... Hey, es war nur ein Kuss. Ein Kuss ist nie nur ein Kuss. Das siehst du echt zu eng. Bevor ich mich in Coco verliebt habe, da war ich mit ihrer Freundin Nico zusammen. Coco und ich, wir waren auch nur Kumpels und wir haben die Nächte durchgequatscht, haben in den Sternenhimmel geguckt. Und eines Nachts haben wir uns auch geküsst. Und ich habe mir eingeredet, dass es nichts zu bedeuten hat. Und am Ende war ich voll in sie verknallt. Da vorne ist was frei. Heute trifft sie sich auch wieder mit dem DJ. Sie hofft auf irgendeinen Scheiß gegen. Hör auf, dich da reinzusteigern. Warum sagt mir Coco nicht einfach, wen sie geküsst hat? Im Moment könnte es doch jeder sein. Das weiß ich. Wahrscheinlich kann Coco sich selbst schon nicht mehr an den Typ erinnern. Oder dieser Kuss war eben nicht nur ein Kuss. Und? Bist du öfter im No Limits? Nein, zum ersten Mal. Ich bin gerade erst nach Düsseldorf gezogen. Also, ich finde den Laden wirklich toll. Vielleicht hast du ja später Lust auf einen Die müssten euch eigentlich passen. Oh. Danke. Ich würde vorschlagen, du gehst einfach ins Schlafzimmer zum Umziehen und du bleibst hier. Ich bin dann schon mal wieder unten. Zieht einfach die Tür hinter euch zu.
Studierst du in Düsseldorf? Nein, mein Studium habe ich schon hinter mir. Meine Familie ist hergezogen. Ich habe meinen ersten Job hier bekommen. Glückwunsch! Wo denn? Beim Jugendamt. Und du? Lebst du in Düsseldorf? Ja. Also, Moment. Es ist ein bisschen kompliziert. Wenn du willst, erzähle ich dir meine Lebensgeschichte bei einer Apfelschorle. Also, im Glas, meine ich. Nicht auf dem Pulli. Klar, lasst uns hier verschwinden. Mit einem Fremden in einer fremden Wohnung, in fremden Pullovern. Das ist irgendwie komisch. Oh. Ja? Frau Brandner? Am Apparat. Streitmann hier, Jugendamt Düsseldorf. Herr Streitmann. Mein Chef. Ich weiß, Ihr erster Tag ist erst morgen, aber es ist wirklich dringend. Kurz und gut, ich brauche Sie heute schon. Gar kein Problem. Ich bin gleich bei Ihnen in der Nähe. Ist es recht, wenn ich vorbeikomme? Selbstverständlich. Danke. Bis gleich. Ich muss sofort los. Das ist wichtig. Ja, war nicht zu überhören. Dann mal viel Glück. Danke. Moment, ich hab noch gar nicht deine Telefonnummer. Verdammt nochmal. Ich hatte fast schon vergessen, wie geil das ist. Wollen wir noch was zusammen trinken? Du, ich hab gleich Schicht, aber dafür bist du mein Gast. Hey. Hey, die reden nur. Hi. Na? Hallo. Was macht dein Theaterstück? Habt ihr vielleicht meine Schwester gesehen? Ja, sie ist... Ist das okay, wenn ich Ihnen den Pullover nächste Woche vorbeibringe? ja, klar. Aber wo ist denn Wo warst du denn die ganze Zeit? Lisa hat dich sogar schon auf dem Klo gesucht. Sorry, aber ich muss dringend nach Hause. Passt gut. Ich muss mich noch um meine Zivi-Stelle kümmern. Kommst du mit? Ich dachte, wir trinken noch was zusammen. Aber ja, gleich. Vielen Dank nochmal. Ich rufe dich an. Christian, du wirst es nicht glauben. Ich hab den Gig. Super, und wann legst du auf? Nächstes Wochenende. Er leiht mir sogar seine Platten. Ist das nicht geil? Ich leg da mal los. Was ist denn mit ihm los? Er fragt sich, mit wem du geknutscht hast. Wenn er wüsste, dass ich's war, dann hätte er mich malträtiert, nicht den Sandsack. Du hältst aber weiterhin dicht, oder? Sagt ja wohl die Richtige. Wer muss ihm denn unbedingt stecken, dass sie mit einem anderen geknutscht hat? Hey, es geht ja nicht nur um mich. Wenn er wüsste, dass du das warst, dann wäre eure mühsam aufgebaute Freundschaft im Arsch. Dafür wüsste er bei mir wenigstens, dass der Kuss nicht zu bedeuten hatte. Und du hast recht, er wird mich dafür hassen. Das will ich nicht. Du hast Natalie dort alleine gelassen, wo damals Hannes verunglückt ist? Natalie wollte es so. Auf mich wirkte sie eigentlich ganz gefasst. Die Therapie scheint geholfen zu haben. Ja, das mag ja sein, aber stell dir vor, Lars, sie kommt aus dem Krankenhaus und findet eine völlig veränderte Situation vor. Hannes lebt. Sie kriegt das alles hin, davon bin ich überzeugt. Und wenn sie jetzt noch den Prozess hinter sich Um bringt... Gottes Willen, Natalie! Natalie, was ist denn passiert? Tanja. Yes. Ist sie auf dich losgegangen? Tja, verbal. Mit dem Hauen hab ich angefangen. Ist dir gut? Es ging mir nie besser. Setz dich. Sie haben sie fertig gemacht. Sieht sie genauso aus wie Sie? Schlimmer. Oh, da wäre ich zu gerne dabei gewesen. Sag mal, findest du das lustig? Bei Tanja muss man zu solchen Mitteln greifen. Tja, das wird sie mit Sicherheit nicht auf sich sitzen lassen. Die soll ruhig kommen. So, und jetzt hätte ich gerne einen Schnaps. Was? Kleiner Scherz. Wasser tut's auch. Das hat Ewigkeiten gedauert. Bist du von Bus gelaufen oder mit der Straßenbahn kollidiert? Nein, mit Natalie. Oh, Frauenboxen. Fehlt bloß eine Tüte Chips und eine Pulle Bier. Erzähl. Ich erzähl dir gar nichts. Ich habe gleich einen Termin mit meinem Anwalt. Ich muss mich umziehen. Fährst du mich ins Hotel? Sie hat gewonnen.
Ich fass es nicht. Sie ist größer als ich, ja? Ey, komm, sei nicht sauer. Vielleicht hat sie in der Suchtklinik neben Ikebana noch einen Boxkurs belegt. Sie ist immer noch Ansgars Frau. Mist, ich wäre so gern dabei gewesen. Sieht sie genauso aus wie du? Ach komm, jetzt gönn ihr diesen kleinen Triumph. Ja, soll sie ihn doch genießen. Solange sie noch kann. Du weißt nicht einmal, wie er heißt? Nein, habe ich doch schon mal gesagt. Dumm gelaufen. Ja, für ihn vielleicht. Aber der Typ, der meiner Schwester den Kopf verdreht, der muss erst noch gebacken werden. Habe ich was verpasst? Ja, das wäre das Schlimmste, was dir passieren kann, oder? Ah, jetzt werd nicht frech. Und? Hat meine Süße jemanden kennengelernt? Müsst ihr mir alle auf die Nerven gehen? Es gibt nichts zu erzählen. Ich darf doch mal neugierig sein, wenn es meine Tochter mal endlich erwischt hat. Oh Mann. Ich mag auch gern starken Kaffee, aber ich möchte gern überleben. Danke, lass Mein mich mal. Chef kommt gleich. Ein Notfall und umziehen muss ich mich ja auch noch. Was machst du denn da? Ey, ich hab dich spielen gehört und Dich erinnert. erinnert an wen? An die schöne Unbekannte, der dieses Armband gehört. Ach, die. Ja. Nein. Sehr schade, dass du nur vorübergehend in Düsseldorf bleibst. Aber wahrscheinlich wärst du dieser Frau ja nie wieder begegnet. Es sei denn, ich frage sie nach ihrem Namen und ihrer Telefonnummer, wenn sie mir ihren Pulli zurückbringt. Übrigens war sie ja mit Lisa Brandner unterwegs. Das ist eine gute Freundin von Konstantin. Lydia, es hat schon zweimal geklingelt. Soll ich? Nein, ich mach schon. Ach, ist der Schneiderklein auch schon eingetroffen. Schön. Ich könnte mir solche Verspätungen nicht erlauben. Wenn du ins Familienunternehmen Rimini einsteigst, kannst du auch kommen, wann du willst. Nicht alle Italiener kommen aus Rimini, du Klein. Jetzt krieg dich mal wieder ein. Ich fange ja schon an. Also, Olli, ich bin ja eigentlich nur da, um die Dienstpläne zu besprechen. Mach hier mal einen Espresso. Du willst doch unbedingt wieder ins Service. Weißt du bestimmt auch, wie das mit der Maschine geht. Hättest mir ruhig sagen können, dass es Coco ist, mit der du rumgeknutscht hast. Wie kommst du auf so einen Scheiß? Ich habe euch beobachtet, wie ihr geflüstert habt. Wahrscheinlich ging es dabei um Christian, ob er es ihm erfahren soll oder nicht. Du hast Angst, es Christian zu sagen, weil er dich dann hasst, und Coco hat keine Ahnung. Keine Ahnung wovon. Geknutscht hast du zwar mit ihr, aber verknallt bist du in Christian. Ist das so offensichtlich? Ich hab recht? Wie krass ist das denn? Ausgerechnet Coco. Der vor Moral triefende Lockenwickler geht fremd. Ein Kuss, Olivia, mehr nicht. Ich warn dich. Du hältst die Klappe, ist das klar? Unmöglich, das kannst du von Olivia nicht verlangen. Die Fähigkeit zur Diskretion ist dir irgendwo zwischen Meppen und Düsseldorf verloren gegangen. Hm? Ja, das liegt vielleicht in der Familie. Du kannst dich auf mich verlassen. Nachdem Tanja von Anstetten sich nun der Kindesentführung und des vorgetäuschten Suizids verantworten muss, behält der Vater vorerst das alleinige Sorgerecht. Aber Sie denken, dass der Sohn unter der Trennung der Mutter leidet? Verstehen Sie mich nicht falsch. Diese Frau ist kriminell. Aber es ist unsere Aufgabe herauszufinden, was das Beste für das Kind ist. Wenn Sie der Meinung sind, dass der kleine Hannes seine Mutter braucht, wäre ich bereit, Treffen unter Aufsicht zuzulassen. Aber ich kenne sowohl den Grafen als auch Frau von Anstetten. Beide werden versuchen, Sie zu manipulieren.
Aber Sie wissen, dass es da eine familiäre Verbindung gibt. Jana Brandner ist die Frau von Leonhard von Lahnstein. Hat das Einfluss auf Ihre Entscheidung? Dieser Fall ist äußerst heikel. Und ich brauche Sie auch nicht darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um Ihre Probezeit handelt. Ich kenne... Wenn ich mitkriege, dass Sie sich emotional manipulieren lassen, muss ich den Fall sofort entziehen. Ich kenne niemanden der Lahnsteins persönlich. Du wolltest mit mir reden? Ja, ich wollte dich sprechen, weil... Naja, es ist eine Menge passiert. Hannes ist wieder aufgetaucht, Vater ist... Nein, Ansgar. Johannes' Tod, das ist ein schwerer Schlag für dich. Aber du wirst ihn nicht dafür benutzen, dein Verhalten mir gegenüber zu entschuldigen. Du hast mich gedemütigt, mich geschlagen, mir Alkohol vor die Nase gehalten, als ich dich am meisten gebraucht hätte. Und da hat dein Vater noch gelebt. Okay, ich gebe zu, ich wollte mich gerade damit rausreden, dass... Naja, das scheint so eine Art Angewohnheit zu sein von mir. Ja, und deshalb kaufe ich dir das auch nicht mehr ab. Fakt ist, du hättest mich niemals so behandeln dürfen. Ja, ich weiß, dass ich dich wie Dreck behandelt habe. Ach ja, und woher kommt diese plötzliche Einsicht? Jetzt lass mich doch mal ausreden. Also mir ist klar, dass ich dich wie Dreck behandelt habe, aber ich habe das nur getan, weil... Naja, du hast mich gelassen. Ich meine, gut, du hast mich geliebt. Naja, ich habe offensichtlich meinen Frust an dem einzigen Menschen ausgelassen, dem ich jemals was bedeutet habe. Nathalie, das war der größte Fehler meines Lebens. Es tut mir leid. Du hast dich schon so oft entschuldigt. Wir werden sehen, ob du es ernst meinst. Nathalie. Du hast dich verändert. Ist es dir aufgefallen? So, jetzt habe ich auch mal einen Moment für dich. Wurde auch mal Zeit. Jetzt erzähl doch mal, wie lief denn gerade dein Gespräch mit dem DJ? Habe ich dir doch gesagt. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und deshalb darf ich bei den Gig. Du glaubst doch wohl nicht, er... Nein, Quatsch. Christian, ich weiß, dass es dir schwerfällt, mir wieder zu vertrauen. Aber du musst. Ich liebe dich doch. Was kann ich tun, damit du mir endlich wieder vertraust? Puh, du solltest öfters zum Boxen gehen. Und die will mich jetzt auch regelmäßig mit dahin nehmen. Schön, dass sie so gut klarkommt. Ein Milchkaffee. Bitte. Elisabeth, du hast kaum was gegessen. Morgens weiß ich nicht, wie ich den Tag ohne ihn überstehen soll und abends kann ich nicht einschlafen. Er fehlt mir so. Es wäre schön, wenn du wieder hier wohnen könntest. Ansgar? Ja, er hat sich zwar bei mir entschuldigt, aber ich habe keine Ahnung, wie lange der Waffenstillstand anhält. Hey, da ist ja mein kleiner Schatz. Oh. Ich gehe dann mal. Ich glaube, der Kleine würde sich freuen, wenn er zu Tante Nathalie auf den Arm dürfte. Nicht wahr, mein Kleiner? Von Berneck? Na endlich, das hat ja Stunden gedauert. Ich hatte mit dem Grafen geschäftlich zu tun. Ist das Hannes? Kann ich ihn über Webcam sehen? Ist er bei Ihnen? Das ist zum gegebenen Zeitpunkt leider unmöglich. Ja, dann machen Sie es möglich. Ansonsten erfährt Adrian, dass Sie gemeinsame Sache mit Ansgar machen. Ansgar ist gerade bei seinem Sohn. Außerdem Frau von Lahnstein, das Kindermädchen und Tante Nathalie. Soll ich da vielleicht... Tante Nathalie? Sie hält Hannes... Sie streicht ihm gerade über die Wange. Diese Schlampe.
Kaum aus der Klapse entlassen, macht sie sich wieder an meinen Sohn ran. Ich hab dich so vermisst, kleiner Hannes. Dieses Miststück wird sehr bald wieder an der Flasche nuckeln, das schwöre ich. Ich muss mal eben den Schlüssel fürs Lager holen, okay? Okay, Bis gleich. bis gleich. Du, ich treffe mich dann gleich noch mit Olli. Kann ich oben in der Wohnung warten? Du, ich habe gar keine Brandschutzversicherung. Tut mir leid. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in Sachen Lügen noch was von dir lernen kann. Respekt. Weißt du, irgendwie kann ich dich ja auch verstehen. Mein Cousin ist einfach unwiderstehlich. Aber leider steht er eben mehr auf Männer. Mich würde allerdings trotzdem mal interessieren, was Christian dazu sagt, wenn er erfährt, dass du mit Olli rumgemacht hast. Aber finden wir es doch raus. Du hast dich verliebt. Und wie? Sie hat die absoluten Hammeraugen. Wirkt irgendwie schüchtern, aber nur auf den ersten Blick. Sie hat blonde Haare und wenn sie lächelt. Okay, krieg dich wieder ein. Was habe ich denn damit zu tun? Sie ist eine Freundin von Lisa. Ja, da gibt's eine. Sie ist blond, hat große Augen und sie ist 17. Nee, sie ist eher Anfang 20. Sorry, da muss ich passen. Mann, warum habe ich Debsi nicht nach ihrem Namen gefragt? Lydia Brandner, meine Assistentin. Brandner, so. Sehr erfreut. Guten Abend. Tja, möchten Sie, dass ich Sie erst mal rumführe? Ja, ich kenne das Anwesen ja bereits. Aber für Frau Brandner wäre es sicher interessant. Ja, natürlich. Ach, dann kann ich Sie auch gleich mit den anderen Familienmitgliedern bekannt machen. Darf ich vorstellen, mein Cousin Sebastian von Lahnstein. Sag mir sofort, was du weißt. Was meinst du? Den Kuss zwischen Olli und dir oder dass man dir auf 100 Metern ansieht, wie verknallt du und mein Cousin? Bitte! Du darfst Christian nicht sagen. Ich bin nicht in Olli verknallt, aber wenn Christian erfährt, Jetzt mach dich mal locker. Ich hätte ihm sowieso nichts gesagt. Ich musste es ihm schwören. Ich wollte nur mal sehen, wie du darauf reagierst. Dein Gesicht war echt geil. Du bist so krank. Wenn ich mir vorstelle, dass ich dich mal gemocht habe. Oder dass Andi mit dir eine Familie gründen wollte. Aber seit ich dein wahres Gesicht kenne, wird mir kotzübel, wenn ich dich sehe. Wenn Christian dein wahres Gesicht erkennt, wird ihm bestimmt kotzübel. Was soll das denn jetzt wieder heißen, ne?